Hast du das Gefühl, dass deine Verdauung nicht richtig funktioniert und du leidest unter quellender Verstopfung? Dann bleib dran. In diesem Video zeige ich dir eine einfache Übungsroutine, die du machen kannst, um deine Verdauung zu verbessern und endlich deine Beschwerden zu lindern. Zwei extrem wichtige Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Verstopfung. Das erste ist die Darmmotilität, die Peristaltik. Das heißt, die Bewegung, die dein Darm macht, um den Stuhl nach vorne zu bewegen, Richtung Enddarm. Das zweite ist die Fähigkeit von deinem Beckenboden, sich zu entspannen, damit du dich entleeren kannst. Nicht selten leiden Patienten, die Verstopfungen haben, an Schmerzen während des Toilettengangs. Diese Schmerzen führen dann zu einem Teufelskreis. Das Zurückhalten von Stuhl sorgt dafür, dass das Volumen sich erhöht. Die erhöhte Volumen löst dann noch mehrere Schmerzen aus. Mehrere Schmerzen gleich mehr Verspannung gleich mehr Schmerzen. Und das ist der Teufelskreis. Aber jetzt die gute Nachricht. Mit einer einfachen Übungsroutine kannst du sowohl die Beweglichkeit von deinem Darm fördern und die Verdauung stimulieren, als auch deinen Beckenboden entspannen, damit das Entleeren leichter und schmerzfreier stattfinden kann. Und diese Übungsroutine zeige ich dir jetzt. Und am Ende gebe ich dir noch wichtige Tipps für die Verbesserung deiner Verdauung. Also bleib dran. Wenn du mehr über gesunden Lebensstil und Übungen für Schmerzlinderung erfahren möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Mit diesen Übungen verbesserst du deine Verdauung. Und das ist jetzt eine Routine zum Mitmachen. Und wir legen los. Am Anfang solltest du erst 4 Bauchatmungen durchführen. Das heißt, tief einatmen, der Bauch wölbt sich vor, die unteren Rippen gehen weit auseinander, ausatmen, Bauch anspannen und die Rippen gehen zusammen. Und als nächstes machst du jetzt eine Seitenbeugung von dem Rumpf. Zuerst zu deiner rechten Seite. Die rechte Hand geht jetzt nach unten Richtung Knie, so weit wie du kannst. Und wieder hoch. Und dann nochmal 4 zu deiner linken Seite. Ausatmen runter. Einatmen hoch. Diese Übungen sorgen dafür, dass die Motilität, das heißt die Peristaltik von deinem Darm angeregt wird und dadurch wird das Inhalt von deinem Darm fortbewegt. Die nächste Übung geht es jetzt darum, dass man aus dieser gebeugten und zusammengepressten Haltung rausgeht und einfach wieder Platz schaffst, dass deine Verdauung besser funktioniert. Du solltest deine Hände ineinander verschränken und jetzt nach oben ganz weit hochbringen und da deinen Rumpf leicht nach hinten strecken. Dabei einatmen. Ausatmen wieder runter und einatmen wieder hoch. Du streckst deinen Rumpf leicht nach hinten. Du solltest in der Bauchmuskulatur eine leichte Dehnung spüren und dann wieder runter. Für die nächsten Übungen sollst du dich jetzt hinsetzen. Deine Knie sind hüftbreit auseinander, deine Füße sollen komplett auf dem Boden ruhen. Und bei dieser Übung sollst du jetzt mit deinem Rumpf kreisen. Und wir beginnen zuerst zu deiner rechten Seite nach unten, vorwärts, nach links und hoch. Und jetzt in die andere Richtung. Links unten, nach vorne, rechts. Strecken über die rechte Seite. Es ist extrem wichtig, dass du die volle Bewegungsausmaß auch ausnutzt. Je mehr Platz und Bewegung du in deinen Rumpf reinbringst, desto mehr stimulierst du die Beweglichkeit von deinem Darm. Als nächstes solltest du dich jetzt aufrecht hinsetzen und deinen Rumpf vor- und rückwärts bewegen. Diese Übung ist übrigens eine exzellente Methode, wenn du auf die Toilette bist und Schwierigkeiten hast, dich zu entleeren. Du legst deine Hände auf deine Knie, atmest ein und gehst leicht nach hinten
und aus und beugst den Rumpf nach vorne. Mit den bisherigen Übungen haben wir die Beweglichkeit von den Darm stimuliert. Und jetzt sorgen wir dafür, dass die Entleerung besser und schmerzfreier klappt. Dafür sollst du dich als erstes in die Hocke begeben. Jetzt, wo du in der Hocke bist, solltest du in dieser Position erstmal nur 4 Atemzüge durchführen. Wichtig dabei ist es, wenn du in dieser Position bist, dass deine Lendenwirbelsäule auch gerade bleibt. In dieser Position erstmal 4 Bauchatmungen durchführen. Einatmen, Bauch raus. Ausatmen, Bauch ein. Die Alternative, wenn du nicht in einer freien Hocke sitzen kannst, ist, dass du jetzt halt mit dem Rücken an der Wand anlegst, deine Füße bleiben auf dem Boden und hier ist es viel entspannter. Einatmen, Bauch geht nach unten, Beckenboden entspannt sich und ausatmen. Beckenboden anspannen und wieder nach oben. Wenn du in dieser Position schon bist, kannst du das ausnutzen und versuchen, in dieser Position die Beweglichkeit von deiner Hüfte weiter zu verbessern. Du legst jetzt halt deine Ellenbogen von innen an der Hüfte und drückst einmal eine Seite nach unten, locker lassen und dann die andere Seite nach unten und wieder locker lassen. Rechts nach unten, locker lassen, links nach unten, locker lassen. Und jetzt gehen wir zu guter Letzt auf den Boden. So, die 3 nächsten Übungen sind dafür da, dass du deinen Beckenboden entspannst und letztendlich auch dich schmerzfrei entleeren kannst. Deine Knie sind ganz nah gebeugt, so weit wie du kannst, deine Füße auch so nah wie möglich an deiner Gesäßmuskulatur. Deine Hände bleiben auf dem Boden. Und jetzt mal ganz entspannt die Beine zur Seite fallen lassen und wieder hoch und dann in die Gegenrichtung und wieder hoch. Achte darauf, dass deine Schulter so weit wie möglich auf dem Boden bleiben. Und diese Bewegung solltest du jetzt halt pro Seite nochmal 4 Mal wiederholen. Wenn du damit fertig bist, bringst du deine beiden Beine zu dir und ziehst die so weit wie du kannst zu dir ran. Durch den erhöhten Druck auf den Bauchbereich wird die Muskulatur vom Darm weiter aktiviert und die Position sorgt auch für Entlastung deines Beckenbodens. Und zu guter Letzt beugst du deine Füße nach oben, umgreifst deine Füße von innen und in diese Position einfach nochmal entspannt einatmen, Beckenboden locker lassen, ausatmen, Beckenboden entspannen. Achte darauf, dass deine Schulter locker auf dem Boden bleiben und dass du deine Knie so weit wie möglich nach außen bringen kannst. Und auch in dieser Position noch 4 weitere Atemzüge. Und hier noch ein paar Tipps für deine Verdauung. Wenn die Beweglichkeit vom Darm zu gering ist, wird zu viel Wasser von dem Stuhl entzogen. Dadurch wird der Stuhl zu hart und auch zu kompakt, was dann die Beförderung in den Darmtrakt noch weiter zu verschlimmert bzw. auch die Entleerung noch schmerzhafter macht. Ein paar Lebensmittel sorgen dafür, dass die Beweglichkeit aktiviert wird und auch Wasser in den Stuhl reingezogen wird und dadurch wird er auch flüssiger. Das erste Lebensmittel sind Flohsamen. Flohsamen sorgen dafür, dass der Stuhl geschmeidiger wird, aber auch, dass die Beweglichkeit von den Darm stimuliert wird. Du solltest 1 Teelöffel von Flohsamen in 200 ml Wasser einweichen, über Nacht ruhen lassen und am nächsten Tag noch einmal umrühren und dann zu sich nehmen. Wichtig ist, dass du hinterher noch ein weiteres Glas Wasser zu dir nimmst. Die gleiche Wirkung kann auch erreicht werden mit einer sehr einfachen Mischung von Pflaumensaft mit Haferflocken und Apfelmus. All diese Zutaten haben enorm viel Ballaststoffe, was deine Verdauung extrem verbessert. Du solltest diese 3 Lebensmittel in einer Proportion von 1:1:1 machen. Nach meiner Erfahrung ist es das Beste, dass du ein halbes Glas Apfelmus mit ein halbes Glas Pflaumensaft
und ein halbes Glas weiche Haferflocken vermischst. Einmal umrühren und abends einen Esslöffel davon zu sich nehmen. Und auch hier ist es extrem wichtig, dass du hinterher genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Das Weitere, was extrem gut für deine Verdauung ist es einfach, dich zu bewegen. 5 Minuten einfach spazieren gehen nach der Hauptmahlzeiten sorgen dafür, dass die Darmaktivität deutlich verbessert wird. Um den Beckenboden zu entspannen, hilft es auch, einen warmen Toilettensitz zu haben. Und nicht zuletzt, eine Kornmassage kann auch extrem sinnvoll sein, wenn du unter Verstopfung leidest. Dafür habe ich noch ein Video für dich. Probier diese Übungsroutine aus und setze diesen Tipps um. Ich bin mir sicher, dass deine Verdauung dir es zu verdanken wird. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!